Ich möchte euch heute diese drei Bauteile vorstellen. Ihr werdet die meisten wahrscheinlich diesen Schalter ja kennen. Es ist nichts anderes wie ein normaler Schalter, mit dem man bestimmte Kontakte schalten kann. Genauso wie so ein Relais. Also das ist ein Standardrelais mit einer Spule, also mit beweglichen Bauteilen. Und das ist ein Solid-State-Relais. Dieses Solid-State-Relais ist ein, ich sag mal, unbewegliches Relais. Das heißt, es ist eins, bei dem es gibt nur feste Zustände, da gibt es nichts Bewegliches. Ihr seht hinten den Kühlkörper. Es gibt eine Gemeinsamkeit. Alle diese drei Bauteile schalten etwas. Das heißt, sowohl der Schalter als auch die Relais schalten etwas. Die Frage ist natürlich, wo verbaue ich diese unterschiedlichen Sachen? In der Kfz-Branche hat sich vieles geändert. Und eine berechtigte Frage eines Abonnenten war, wieso verbaue ich den so ein Relais und nicht so eins oder andersherum, oder wieso benutze ich nicht einen Schalter? Jedes Bauteil hat einen Vor- und einen Nachteil. Ich werde es euch messtechnisch etwas besser erklären können, warum, oder vielleicht auch bloß mit einer Erklärung zu diesem Schalter, warum man den auch heute noch eigentlich alles im Auto findet. Gehen wir mal zu den, sage ich mal, Vor- und Nachteile eines Schalters. Generell ist es so, dass an einem Schalter jemand ja etwas betätigen muss. Das heißt, wir brauchen eine Kraft, die dann diesen Schalter betätigt, um dann die Kontakte zu verbinden oder ja, die Spannung und Ströme weiterzuleiten. Zu den Grundlagen der Elektrik. Also es kann eine Spannung anliegen, aber kein Strom fließen. Ja, ein Schalter. Es gibt unterschiedliche Formen von Schaltern. Es gibt unterschiedliche Größen und Bauformen von Schalter. Es gibt sowohl solche kleine Schalter als auch solche große Schalter. Der Unterschied ist der, wir können mit einem kleinen Schalter quasi irgendwo etwas Kleines steuern mit einem kleinen Strom oder Spannung und mit einem größeren Schalter natürlich umso mehr. Es ist aber von der Größe her nicht immer perfekt, sage ich mal, so einen großen Schalter irgendwo einzubauen, nur weil wir vielleicht zwei Nebelscheinwerfer schalten wollen. Wir wollen ja, wenn dann, mit einem Taster oder mit einem Kippschalter dann etwas einschalten, aber dann wird meistens dann ein Relais dazu verwendet. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich sag mal, ein Schalter ist relativ einfach zu verstehen und es gibt viele Schalter und viele Relais. Wir gehen aber eher auf die Relaisgeschichte ein. Was sind so die Vorteile oder warum gibt es eigentlich Relais? Die Relais gibt es schon sehr lange und der große Vorteil an einem Relais ist, wir können über einen kleinen Steuerstrom eine Spule betätigen, mit der wir dann quasi einen Schalter oder das Relais schalten und dadurch können wir große Ströme schalten. Das heißt, wir brauchen im Kfz vorne ein kleines dünnes Kabel, mit dem wir einen Taster drücken und im Motorraum vorne links klackt dann das Relais und wir können die Spannung und den Strom durchschalten. Ich werde jetzt in Zukunft eigentlich nur noch Spannung sagen. Wir werden die Spannung schalten und dadurch wird zum Beispiel die Hupe, die Nebelscheinwerfer, der Elektrolüfter eingeschaltet. Also das heißt, wir haben eine Steuerung, einen Steuerstrom und wir haben einen Arbeitsstrom, mit dem wir dann unterschiedliche Bauteile schalten. Genauso wie hier. Im Kfz-Wandel passiert immer mehr und es gibt auch mittlerweile in E-Fahrzeugen solche Solid-State-Relays und das ist natürlich auch eine Veränderung und eine berechtigte Frage natürlich, was ist der grobe Unterschied? Es gibt zu jedem Bauteil Vor- und Nachteile. Man muss sich bewusst sein, für was man die unterschiedlichen Bauteile braucht. Ich würde mal mit dem klassischen Relais anfangen. Es ist sehr günstig. Es kann alle Signale schalten. Warum alle Signale? Denn wie ihr seht, schalten wir hier einen Schalter um und den interessiert es nicht, ob hier eine Wechselspannung, eine Gleichspannung, ein PWM-Signal oder ein getaktetes, eine Frequenz durchgeht, das interessiert ihn nicht, weil die Spannung geht hier einfach durch den Kontakt und gut ist, was zu ihm eben nicht so ist. Ein großer Vorteil ist, es ist relativ leicht zu prüfen. Es ist zerlegbar, ich kann euch nachher mal das Ganze demontieren und euch zeigen, wie das Ganze aussieht. Auf jeden Fall sieht man auch noch optisch, wenn das Relais mal durchgebrannt ist, beziehungsweise die Kontakte schlecht sind, das sieht man dann auch an diesem Relais. Und ja, man kann quasi den Schaden dann ersichtlich sehen, was da passiert ist. Ein
hörbarer Schaltpunkt kann sowohl positiv als auch negativ sein, wobei man da sich ja auch nicht immer drauf verlassen kann. Denn wenn die Kontakte abgebrannt sind, hörst du zwar, dass das Relais klackt, aber es funktioniert nicht. Ja, wie gesagt, kann Vor- und Nachteil sein. Und es ist auf jeden Fall klein und kann deswegen auch besser verbaut werden. Jetzt vergleichen wir mal, also wir haben hier 40 Ampere, also dieser Arbeitsstrom, genauso wie hier haben wir gegenüber diesem Solid-State-Relais haben wir 40 Ampere und hier auch 40 und ihr seht, das Ding ist gigantisch. Also wenn man das so sieht, ist das locker viermal so groß, kann man sagen. Und das ist natürlich so der Nachteil. Zu dem Nachteil von diesem Relais, wir haben immer einen Stromverbrauch. Da wir eine Spule bestromen müssen, ich zerlege euch mal das Ganze mal kurz und hier könnt ihr sehen, wie der Kontakt dann angezogen wird. Seht ihr das? Und das wird über die Spule erzeugt. Also dieses Magnetfeld zieht dann diesen Schalter an und lässt das Relais schalten. Und da die Spannung immer durch diese Wicklung fließen muss, damit das Relais angezogen ist, heißt es immer, wir haben einen Verbrauch, also einen zusätzlichen Verbrauch, weil wenn der Schalter an sich schaltet, haben wir keinen Verbrauch. Es ist ja nur ein Schalter, der umgelegt wird und der Strom fließt quasi durch den Kontakt und wir haben null Verbrauch. Aber die Spule, die wird auch warm und hat einen sozusagen Haltestrom. Der große Nachteil solcher Relais sind auch nämlich die Lebensdauer, denn so ein Relais wird irgendwo zwischen 5- und 6-stellig an Lebensdauer haben und irgendwann mal ist es halt einfach defekt. Ein großes Problem, was ich euch nachher zeigen werde, ist auch die Spitzenspannungen. Denn wir haben eine Spule und wir erzeugen ein Magnetfeld. Ihr kennt das hier oder auch das hier, das sind Zündspulen. Die werden dazu genutzt, um Hochspannung zu erzeugen. Klar ist das dimensional natürlich riesig und erzeugt eine ganz andere Spannung, wie so ein winzig kleines Relais. Aber ich werde euch mal nachher demonstrieren, dass wir mit so einer Spule, wenn wir die bestromen und dann die Spannung abbrechen, also indem wir einen Kontakt lösen, vorne eine Hochspannung rauskommt. Genau das gleiche passiert auch hier. Wir haben mit einem Oszilloskop mal gemessen und sind auf ca. 100 Volt Spitzenspannung gekommen. Das ist natürlich ein großer Nachteil, denn so ein Relais mit einer Spitzenspannung von 100 Volt kann viele Bauteile zerstören. Denn dieses Relais, wenn das nicht geschützt ist durch ein bestimmtes Bauteil, wird die Spannung zurückinjiziert in die Leitungen und wie gesagt kann Bauteile zerstören oder irgendwelche Komponente. Ein nächster negativer Aspekt sind die Schaltzeiten. Wenn ihr schnelle Schaltzeiten benötigt, also ich meine, wir reden hier von Millisekunden, trotzdem ist es in der Elektrotechnik von Vorteil, wenn man bestimmte Spannungen vielleicht auch mal takten sollte oder zur Überwachung und so weiter. Wir gehen jetzt nicht tiefer darauf ein. Auf jeden Fall ein mechanisches Relais hat eine bestimmte Zeit, bis es anzieht. Das heißt, wir brauchen eine kurze Millisekunde, bis das angezogen hat. Das haben wir hier natürlich nicht. Und als letztes ist, so ein Relais kann auch fehlerhaft eingebaut werden. Also das passiert bei dem hier nicht, weil das ja natürlich beschrieben ist. Jeder, der hier die Kontakte liest, weiß, was er anzuschließen hat. Im Gegensatz zu so einem Relais, wenn der Deckel fehlt oder wenn das einer willkürlich einsteckt, es gibt ja unterschiedliche Relais. Also die sehen vielleicht alle gleich aus, sind sie aber nicht, weil sie entweder andere Komponente noch mit eingebaut haben oder vielleicht eine falsche Polung haben. In dem Sinne, man steckt das ein und baut sich Fehler ein. So, das ist mal zu dem Relais. Das SSR-Relais hat die Vorteile, dass es geräuschlos ist. Also in dem Sinne, wir hören nichts klackern, wirklich, das ist entweder ein oder aus, man hört dann nichts. Es ist extrem schnell, es hat sehr hohe Schaltzeiten und theoretisch einen geringeren Stromverbrauch wie ein Standardrelais. Aber, jetzt kommt's. Laut Angaben soll dieses Relais, wenn ich das richtig gelesen habe, 1,2 Watt pro Ampere verbrauchen. Und das ist auch so quasi dann der Nachteil, zu dem wir kommen, aber auf jeden Fall
wir brauchen bei höheren Lasten für diesen Magnetanker dann weniger Strom. Aber ich bin selber gespannt, ob das so stimmt. Ich habe einige Messgeräte organisiert, unter anderem eine Wärmebildkamera. Wir haben eine Strommesszange. Wir haben ein konventionelles Multimeter, mit dem wir das kontrollieren werden. Eine Lampe als Last. Und wir haben hier mein Labormessgerät. Das werde ich dann relativ genau einstellen. Und wir werden mal schauen, was diese Relais genau machen und wie die Wärmeentwicklung ist und so weiter. Dann ist natürlich ein großer Vorteil, das Relais ist verschleißfrei, da es keine beweglichen Bauteile gibt, da das Ganze alles über Halbleiter geschalten wird. Im Inneren ist ein Optotransistor. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch später mal. Wir haben auch, oh stimmt, was ganz Wichtiges, wir haben keine Funkenbildung. Denn wenn dieses Relais etwas schaltet oder quasi beim Schalten oder Lösen, entsteht ja eine Funkenstrecke. Das heißt, wenn das Relais irgendwo eingebaut ist, wo Brandgefahr herrschen würde, kann man das natürlich nicht verbauen, weil da die Gefahr besteht, dass dann quasi die Bude abfackelt oder das Auto, falls da irgendwie was Brennbares wäre oder in einer bestimmten Box oder einem Behältnis, wo eben keine Funkenbildung erlaubt wäre. Wir haben einen großen Vorteil, wir haben keine Spitzenspannung und wir haben, wie gesagt, vorher schon erzählt, keinen Einbaufehler, weil das relativ einfach zum Verbauen ist. Der Nachteil von so einem Relais, es ist schon um einiges teurer als so ein konventionelles und es ist halt sehr groß, also haben wir ja vorher gehabt, genauso wie der Kühlkörper. Ab einer bestimmten Wattleistung, das muss man wirklich separat für jedes Solid-State-Relais nachlesen, ab wann man denn einen Kühlkörper braucht oder nicht. Denn man muss einen großen Kühlkörper mit eventuell sogar einem kleinen Ventilator anbauen, weil sich hier dann so viel Wärme entwickelt. Aber das ist natürlich dann der Fall, wenn wir große Ströme schalten. Und es gibt einen großen Nachteil, wie ihr seht, wir können Gleichspannung schalten. Alles andere wäre nicht möglich. Das heißt, wenn man so ein Relais sich kauft, muss man sich bewusst sein, was man schaltet. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir irgendwelche Pulsweitenmodulation mit Gleichspannung schalten könnten, Frequenzen und so weiter. Das gehört jetzt vielleicht auch nicht unbedingt zum Umfang, aber es ist mal wichtig zu erwähnen, dass man darauf achten soll, was man genau schalten möchte. Mein Aufbauplan ist folgendermaßen. Wir schließen mal so eine Lampe an, und zwar ist es so eine Halogenlampe H4 mit, müssen wir schauen, ich glaube 55 bis 60 Watt. Ja, und wir lassen das als quasi den Arbeitsstrom laufen in beiden Relais. Wir werden das mit der Wärmebildkamera anschauen und wir werden mal sehen, was wir denn für Verluste hätten, sowohl steuerstromseitig als auch arbeitsstromseitig. Und damit quasi die Vor- und Nachteile von diesen Relais heraussuchen. Zu der Funktion nochmal, falls ich nicht mehr dazu komme oder es tatsächlich mal vergesse vor lauter Reden, wie das Ganze funktioniert. Ihr habt einen Steuerstrom, der in einer bestimmten Spannungshöhe sein muss. Also ihr seht, es gibt eine Spannung von 3 bis 32 Volt Gleichspannung und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir eine bestimmte Spannung schalten müssen, weil das sonst gar nicht so richtig funktioniert. Ich werde es dann nämlich auch versuchen, ich werde mal die Spannung mal runterfahren und schauen, was dann tatsächlich passiert. Aber zur Funktion. Wir haben quasi eine LED, die uns sagt, ob das Relais schaltet oder nicht. Es ist eine Lichtsteuerung, denn wir haben auf der einen Seite eine LED, die leuchtet und dann quasi das Ganze durchschaltet. Also sehr einfach gemacht und ich werde mal schauen, ob das funktioniert. Für mich ist es selbst ein Experiment, weil ich die Relais zwar schon mal gesehen habe, aber mir da noch keine Gedanken gemacht habe, wie das Ganze funktioniert. Es heißt ja nicht umsonst Optotransistor und heißt eine optische Schaltung, damit ihr es schon mal gehört habt. Ich habe für euch jetzt die Schaltung aufgebaut und zwar, das ist mein Steuerstrom, also 85 und 86 und da haben wir 30 und 87, also wir haben hier einmal das Pluskabel, das wird dann quasi hier durch das Relais durchgeleitet. Hier haben wir die Spannungsversorgung von unserem Labormessgerät und die Masse auf der anderen Seite, hier seht ihr, das ist nämlich von dieser Lampe, die Masse, die liegt hier an. So, also Plus liegt an, wir haben hier das Plus auf dem gelben Kabel, hier die Masse und sobald wir quasi auf Masse kommen,
schaltet dann auch das Relais akustisch. Ihr hört es wahrscheinlich dann noch gleich. So sieht auch das Schaltbild aus. Das heißt, wir legen hier eine Spannung an und hier wird es dann quasi geschalten. Und so funktioniert das. Jetzt prüfen wir mal, ich lasse es mal dran und wir schauen mal, was für einen Strom wir denn eingangsseitig haben und ausgangsseitig. Also die Lampe habe ich jetzt mal auf die Seite gelegt. Laut meinem Labormessgerät, ich werde es euch mal vielleicht in die Kamera halten, ihr seht, wir haben ca. 12 Volt und tatsächlich diese 60 Watt mit 4,9 Ampere. Und dann schauen wir mal, ich lasse das vielleicht mal so im Bild, damit man das sieht. Jetzt schauen wir mal, was unsere Messgeräte sagen. Sehr interessant, das funktioniert übers Holl-Prinzip und diese Zange wird dann auf 0 gesetzt und dann halten wir diese mal in den Arbeitsstrom. Also was wir da tatsächlich denn haben, ob unsere Anzeigen auch richtig sind. Also wir haben 4,9 laut unserem Labormessgerät und 4,87 laut der Strommesszange. Das heißt, wir sind da relativ nah beieinander und weil es mich natürlich interessiert, will ich das mit meinem Messgerät auch noch machen. Zu beachten ist, dass ihr die Einstellung richtig wählt. Also wir gehen auf 20 Ampere Gleichstrom und ihr müsst dann natürlich dann auch schauen, wo ihr das einstecken müsst. Und wir gehen hin und lassen den Strom durch das Messgerät fließen. Ströme misst man immer durch ein Gerät durch. Außer ihr habt sowas, aber das ist bei kleinen Strömen nicht so ganz genau. Das werde ich euch nachher mal zeigen. Ich hoffe, dass das funktioniert vom Versuch her. Deswegen bin ich auch kein Fan davon, mit solchen Messgeräten Ruheströme zu prüfen, sondern eher mit sowas. Ja? Also mit einem Messgerät, wo tatsächlich auch der ganze Strom durchgeht. So, schauen wir mal. Jetzt schließen wir das Ganze mal an. So. Und unser Messgerät sagt, da gehen 4,62. Ja, es kann sein, die wärmt sich jetzt ein bisschen auf. Oder wir haben halt ein bisschen mehr Widerstand durch die Kabel oder durch das Messgerät. Schauen wir mal. Messen wir das nochmal. Setzen das nochmal auf 0. Und was haben wir als Vergleich? Ja, die sind relativ ähnlich, gell? Also das passt schon. Hier nochmal. Ja, 4,6, 4,7. Ja, also im Vergleich. Es ist schon relativ ähnlich, ne? Es passt. Aber jetzt gucken wir mal nachher mal bei weniger Strömen, was wir da so messen würden oder nicht. So, ich baue das mal wieder zurück. Euch interessiert bestimmt, was wir denn im Steuerstrom haben. Das sind nämlich die schwarzen Kabel von dem ganzen Relais. Und da haben wir durch das, dass diese Spule angezogen wird, durch diese Spule, die angezogen wird, das schauen wir mal nach. Da haben wir 0,0, nochmal Nullen. ...150 Milliampere, stimmt das? Theoretisch kann man das ausrechnen mit dem Spulenwiderstand und der Formel, also 150 Milliampere. Jetzt nehmen wir hier unser Oldschool-Multimeter und schließen das in. So. Ja, also grob 150. Ich glaube, dass wir dann so eine kleine Abweichung haben, aber grob über Daumen zwischen 100 und 150 Milliampere, was wir an Strom haben in dieser Spule. Wir können das ganz einfach ausrechnen. Wir gehen hin und jetzt gehen wir mal vom tatsächlich schlimmsten Fall. Wir haben 12 Volt mal 0,15 Ampere. Dann kommen wir auf eine Wattzahl von 1,8 Watt. So, das ist die Leistung, die das Relais aufnimmt für den Steuerstrom. Dem Arbeitsstrom
gibt es das nicht. Wir haben da keine Verluste, weil das ein ganz normaler Schalter ist, der quasi ein- oder ausschaltet. So, das ist aber auf jeden Fall ein Verlust. Ich werde euch mal eine Wärmebildkamera einschalten und dann schauen wir mal, wie das dort aussieht. Ist natürlich auch ein cooles Gerät zum Fehlersuchen, denn wenn ihr einen Verbraucher habt und ihr wisst nicht, wo denn der genau ist, könnt ihr mit der Wärmebildkamera schauen, denn überall, wo ein Verbraucher ist, habt ihr auch eine Wärme. Also logisch, irgendwo muss ja irgendwas warm sein. Und jetzt schauen wir mal, wie gut man das Ganze sehen kann. Jetzt schaut euch mal das an. Also klar, wir sehen da vorne die Lampe. Ja, die Lampe brennt also relativ hell, aber wir sehen die Kabel, ja, die Kabel sind auch warm. Man sieht, dass da eine gewisse Wärme ist. Jetzt seht euch mal das an. Jetzt nehme ich mal das Relais. Ja, also wenn ich meine Hand daneben hebe, so von der Wärme her. Also wir haben 35 Grad in der Mitte. Ja, 40, sogar mehr. Also circa 40 Grad. 40 Grad Temperatur. Und das ist nämlich die Spule, die da drin in diesem Relais sich befindet. Ihr seht, auf der Seite ist relativ, sage ich mal, ruhig, aber auf der Seite, guck mal, wie warm die Kabel werden. Das sind nämlich die Kabel von dem Arbeitsstrom und wahrscheinlich haben wir hier irgendwo einen Übergangswiderstand. Oder ich habe das vorher angefasst, wobei der andere Stecker ist relativ kühl. Na, es kann auch sein, vielleicht habe ich das auch angefasst, aber auf jeden Fall, nee, der ist schon warm. Ja, kann schon sein, dass da ein Übergangswiderstand ist. So, also jetzt haben wir ein paar Daten und jetzt machen wir das Solid-State-Relais an und das ist ja eigentlich kalt, ne? Man sieht auch. Und dann schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Ein interessantes Experiment wäre doch, was hat denn die Birne für eine Temperatur? Sollen wir da mal reinschauen? Also wir haben hier die Birne und wir haben 180 Grad. Ordentlich, ha? Also ja, schon so in der Mitte, 180 Grad Temperatur. Aber das ist nämlich auch das Maximum, was die Kamera selbst kann. Das ist nämlich die Höchsttemperatur, soweit ich das weiß. Und bevor wir das Thema Relais abschließen, ich habe euch doch gesagt, dass es nicht immer die gleichen Relais sind und ich habe euch mal so die 3 gängigsten Beispiele im Auto herausgesucht. Ich habe euch vorher dieses ganz normale Relais gezeigt. Das ganz normale Relais erzeugt beim Abschalten eine Induktionsspannung, also eine Hochspannung von bis zu 100 Volt. Diese können wir beheben, indem es gibt die Möglichkeit eines Widerstandes. Wie ihr seht, laut dem Bild können wir hier einen Widerstand einbauen, parallel zur Windung des Steuerstroms und dadurch baut sich oder verbrennt diese Spannung an diesem Widerstand. Wir haben dann beim Abschalten diese Induktionsspannung nicht mehr. Es gibt aber einen großen Nachteil. Dieser Widerstand ist natürlich zusätzlich ein Verbraucher zu der Spule, der auch Wärme verbrennt. Das heißt, wir haben an so einem Relais noch einen höheren Verbrauch. Also ich habe euch mal das Relais angeschlossen und wir messen mal, wie viel Strom denn durch diesen zusätzlichen Widerstand noch verloren geht. Boah, das ist natürlich schon mehr, gell? Also wir hatten vorher 110, jetzt haben wir 114. Wir messen das Ganze mal noch mit diesem Gerät. Ja, sogar noch mehr. Also der zeigt sogar 160, 170 mA an. Und das ist natürlich, was ich euch erzählt habe, also negativ, genauso wie die Wärmeentwicklung, wird hier noch höher sein. Und von dem her ist es so der Nachteil von solchen normalen Relais. Und kommen wir zu dem dritten Relais. Dieses Relais hat seht ihr das, eine Löschdiode. Jetzt ist es natürlich wichtig, wenn ihr das Ding falsch einbaut, dann hat es auch keinen Zweck, kann auch kaputt gehen. Aber diese Löschdiode sorgt dafür, dass beim Abschalten die Induktion quasi über die Spule verbraucht wird. Das ist natürlich ein Vorteil von dem Ganzen. Aber wie ihr seht,
Relais ist nicht gleich Relais. Es ist ein sehr großes Thema, sehr interessant. Spannung, Ströme, Signale, da kann man sehr viel reden. Ich möchte euch aber hier nicht den ganzen Tag voll quatschen, sondern hier dieses Bauteil prüfen und euch die interessanten Fragen beantworten. Falls ihr noch zusätzliche Fragen habt zu dem Ganzen, egal zu was, zu Schaltern, zu vielleicht Messgeräten, zu bestimmten Einstellungen, dann kann ich euch da mal ein bisschen in den Kommentaren schreiben. Genau, ich versuche euch mal das vorzuführen, und zwar, was passiert, wenn wir eine Induktionsspannung in der Spule, die wir aufgebaut haben, abbrechen, was dann passiert und wie hoch die Spannung ist. Ich habe euch das Ganze mal etwas dunkler aufgebaut, damit ihr sehen könnt. Ich versuche euch mal das zu zeigen, und zwar, auf jeden Fall wird auf dieser Hochspannungsseite, wenn ich die Spannung unterbrochen habe, eine Hochspannung sich entwickeln. Ich hoffe, dass es funktioniert. Die Spule hat einen kleinen Vorschaden, aber es wird auf diesem blauen Kabel auf die Masse eine Hochspannung geben. Ich versuche euch das Ganze mal zu demonstrieren und ich hoffe, es gelingt mir. Leider hat das Experiment nicht funktioniert. Ja, ist halt so. Ich habe für euch einmal den Steuerstrom. Hier kommt eine Plusleitung über diese blaue Leitung rein. Über die Masse, die gelbe, werde ich dann das Ganze ansteuern. Hier vorne. Und hier haben wir den Arbeitsstrom geschalten. Hier seht ihr, hier ist das grüne Kabel, es geht durch die Lampe durch und hier auf die Masse. Ich werde das Relais aber zur Seite legen, weil ich vielleicht auch ein bisschen eine Wärmeentwicklung habe oder haben werde. Und ich versuche mal das Ganze, ob das überhaupt funktioniert. Schalten mal unser Labormessgerät ein. Hui, okay. Ich habe in dem Versuch davor einen Fehler gemacht, beziehungsweise einen Denkfehler gemacht, denn das ist ja ein Halbleiterelement. Ein Halbleiterelement hat ja auch eine Sperrrichtung, beziehungsweise von der Schaltung her war es falsch, eine Spannung anzulegen. Ich habe jetzt was Gravierendes geändert. Ich habe das über eine Massesteuerung gemacht. Das heißt, ich schalte die Masse für die Lampe über dieses SSR-Relais. Genauso wie hier kann man das eigentlich gar nicht falsch machen, weil man Minus und Plus hat. Man kann sich Fehler einbauen, obwohl ich dachte, das würde nicht funktionieren. Aber wenn eine Spannung auf dem falschen Pin anliegt, ist das alles wertlos. Das habt ihr in dem Anschluss davor ja gesehen. Also, wenn wir jetzt das Ganze anschließen, seht ihr, jetzt funktioniert das Ganze. So, und jetzt haben wir auch die Funktion des Relais. Also ist es auch nicht ganz egal, wie man den Arbeitsstrom anschließt, also ob da eine Masse oder ein Plus anliegt. Sehr interessant, denn das ist für mich nämlich das erste Mal, dass ich so ein Relais in den Fingern habe und es selbst teste, aber wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein. Ich mache mal wieder mein Gerät an und wir schauen mal, wie warm das Ganze wird. Also wir sehen, dass die Kabel... Boah, das Ding ist schon eigentlich eiskalt, gell? Also das Ding scheint Raumtemperatur zu haben. Die Matte hat 22, 21. Ja, das Ding hat Raumtemperatur. Also das Ding ist kühl. Klar, dass das Kabel hat wahrscheinlich hier irgendwo einen Übergangswiderstand. Aber, ja, wir haben wieder die Lampe mit unseren 180 Grad und mehr, also Größe auf jeden Fall 180 Grad. Aber wir reden ja hier gerade mal von lächerlichen 4,6 Ampere. Ich denke, dass es laut Hersteller auch so wie in diesem Datenblatt beschrieben, wir pro Ampere diese 1,2 Watt hätten. Und das ist nämlich die Leistung, die dann errechnet werden kann über dieses Solid-State-Relais. Umso höher wir mit den Strömen fahren werden und uns diesen 30, 35, 40 Ampere annähern werden, umso wärmer wird das Ganze. Weil mir das wirklich keine Ruhe gelassen hat. Mich interessiert immer noch, wir haben ja dieses SSR-Relais und wir haben das konventionelle. Und im konventionellen haben wir im Arbeitsstromkreis ja keine Wärmeentwicklung, weil da nichts dazwischen ist. Es ist ja nur ein Schalter.
außer der Schalter wird überlastet, also wenn wir über diese 40 Ampere gehen. Wir haben aber ja mit nur einer Birne circa 5 Ampere, nicht ganz 4,5 bis 5, sagen wir mal. Und jetzt habe ich mir ausgedacht, ich mache das Ganze mit 2 Birnen, also ich zeige euch mal das. Ich habe jetzt 2 Birnen dran und müsste ungefähr an die 10 Ampere kommen. Und das sollte laut Beschreibung nämlich der Grenzwert sein, wo wir dann einen Kühlkörper benötigen. Und das schauen wir jetzt an und ich werde das Ganze einschalten. Wir drehen das Ganze mal um, damit wir da auch die Temperatur messen können. Ihr seht, wir haben 9 Ampere. Es ist halt so einer der Nachteile gegenüber so einem konventionellen Relais, dass wir halt hier die Wärmeentwicklung nicht steuerseitig, wie hier, sondern eher arbeitsstromseitig haben. Und das Relais, es ist immer eine Massesteuerung. Das heißt, ich steuere immer die Masse und niemals die Plusspannung. Und ja, somit hat sich auch der letzte Test bewiesen, dass wir nicht auch immer irgendwie willkürlich irgendwas anschließen können. Das Relais habe ich ja wieder masseseitig angeschlossen, damit das alles auch richtig funktioniert. Ich bin auch gespannt, wie die Wärmeentwicklung ist. Ich werde da mal mit der Kamera mal drüber schauen und dann schauen wir mal uns das Ganze an, wie sich das Ganze entwickelt. Und wieder ein sehr interessantes Experiment. Ich habe die Spannung mal höher gedreht, damit wir einfach mehr Leistung haben auf dieses 40 Ampere Relais. Und jetzt habe ich auch herausgefunden, was das Problem ist. Durch die glänzende Fläche von diesem SSR-Relais kann meine Wärmebildkamera die Wärme nicht richtig identifizieren. Also ihr seht, es zeigt immer irgendwie komischerweise grau an, obwohl das Relais, also vom Anfassen her, warm ist. Also ich drehe mal das Ganze mal ein bisschen zur Seite und ihr seht, dass da eine Wärme da ist. Seht ihr das? Also wir haben eine Wärmeentwicklung, aber das ist so ein, ja, seht ihr, das untere Gehäuse ist quasi dunkel, aber das obere Gehäuse ist warm. Und das ist so ein bisschen, ja, da muss man voll aufpassen, was man mit der Wärmebildkamera denn so macht. Denn es findet eine Wärmeentwicklung statt. Und vielleicht ist es auch so, dass ich das erste Experiment gar nicht so werten kann. Aber da bin ich selbst etwas überrascht, weil ich gemerkt habe, durch die Wärme kann das ja gar nicht sein, dass das so kalt ist. Also ganz dunkel ist ja, müsste ja noch dunkler sein wie meine Matte, die hier im Raum ca. 20 Grad hat. Also von dem her sehr interessant. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses ganze Experiment. Falls noch irgendwelche Fragen offen stehen, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich versuche sie immer zu beantworten. Und das Wort zum Schluss ist, also wenn wir kleine Ströme schalten mit einem SSR-Relais, dann wird es lange nicht so warm wie dieses normale Standardrelais, das permanent einen Verbraucher hat. Wenn wir aber das so sehen, dass wir mit beiden Relais 40 Ampere schalten können und wir gehen davon aus, wir wollen Verluste vermeiden, dann ist natürlich so ein normales Standardrelais besser, da es einen geringeren Verbrauch hat gegenüber einem SSR-Relais. Also es ist sehr schwierig, es kommt darauf an, wo es verbaut ist und für was man dieses Relais genau braucht. Das muss jeder für sich selbst oder der Hersteller entscheiden und deswegen ist es so, dass manche Dinge eben unterschiedlich sind und manche sagen, ja, wir bauen einfach nur einen Schalter ein, weil das günstigste ist oder weil es unsere Funktion eben am besten erfüllt. Ich bedanke mich für das Zuschauen und ihr hört schon, mein Lüfter vom Labormessgerät geht an, weil das Zeug ja ziemlich viel Leistung zieht. Also, super Sache, bis zum nächsten Mal.